Politik, Wirtschaft, Finanzen, Schulsystem, Gesundheit, Sternenvölker, Narzissten und vieles mehr war Thema im großen Jahreschanneling 2025. Oh Mann, sage ich dir. Danke. Danke an alle, die Fragen eingesendet haben, die somit mitgewirkt haben, dass so ein spannendes, großartiges Channeling daraus geworden ist. Ich möchte dir jetzt gerne hier einen Einblick mitgeben. Du findest die gesamte Ausgabe auf meiner Webseite im Online-Shop. Da findest du auch die Fragen aufgelistet, die wir dem Saint-Germain gestellt haben. Und ich sage einfach mal Danke. Danke fürs Reinschauen jetzt. Danke an alle, die live mit dabei gewesen sind. Und natürlich auch danke, wenn du dieses Video teilst. Das ist eine große Wertschätzung an meiner Arbeit. Vielen Dank. Jetzt viel Vergnügen mit Saint-Germain. Ich grüße euch, ich grüße dich, du wunderbare Seele. Was für eine Freude dieser Moment mir doch bedeutet. Ich bin Saint-Germain und mit mir ist Lilith und wahrlich viele mehr, die gekommen sind, um diesen Moment mit dir zu teilen. Diese Größe, in die du dich gerade besonders auch im kommenden Jahr hineinentwickeln wirst, schon jetzt mal zu feiern und sie hoffentlich dir ins Menschenbewusstsein zu begleiten, dir eben zu helfen, dir bewusst zu machen, dass der Aufstieg der Erde so sehr involviert ist in deinen persönlichen Alltag, wie dein Alltag Teil des Aufstiegs ist. Und jetzt in diesem ganz besonders schwingenden Jahr, in dem sowohl Friede, Freude, Leichtigkeit, Wohlwollen, Fülle, Überfluss in allen Bereichen auf euch wartet, wird es ganz bestimmt sehr spannend sein, dich selbst zu beobachten und zu lernen, dir in der Tiefe und eben auch im menschlichen Dasein wirklich Freund, Freundin zu sein. Bevor wir mit den Fragen beginnen, möchte ich einen Moment innehalten und dem, was Adriana ganz zu Beginn gesagt hat, nochmal Raum schenken. Deswegen lade ich dich ein, einen Moment deine Augen zu schließen, nochmal einen bewussten Atemzug zu nehmen und dich einen Augenblick zu erinnern. Vielleicht heute vor 1, 2, 3, 5 Jahren. Nimm dir einen Moment diese Person, die da in dir aufsteigt, durch die Erinnerung daran. Was fühlst du zu dieser Person? Was bewegt sich in deiner Erinnerung und in deinem Körper? Lass mich dich fragen, kannst du mit liebenden Augen auf diesen Menschen blicken? Ich wünsche es dir. Denn auch in 5 und in 10 Jahren wirst du irgendwann einmal an den heutigen Momenten, zumindest an den heutigen Menschen, an den Menschen der jetzigen Zeit denken. Und du wirst mit Liebe auf dich blicken. Denn egal, was dir jetzt bevorsteht, in diesem Jahr und in all den kommenden, die für die Menschheit sehr wichtig und weichenstellend sind, gibt es etwas, das ist so wesentlich und wunderbar. Das ist die Liebe zu dir selbst, die dich trägt. Und wenn du jetzt denkst, oh je, da ist bei mir noch ziemlich viel Mangel da in diesem Bereich, dann darf ich dir sagen, genau deswegen sind die Erzengel und die Engel, Schutztiere, Ahnen, dein geistiges Team an deiner Seite. Wir sind da, um dich da
über alle Maßen zu lieben, wo es dir heute noch nicht gelingt. Und du es einfach verdrängt hast, vergessen hast oder eine Sichtweise eingenommen hast, so ganz wie du möchtest, darin bist du frei, die aber nicht unbedingt vorteilhaft, liebend, unterstützend für dich ist. Da kommen wir ins Spiel. Da unterstützen wir, damit du hochschwingend bleiben kannst, auch wenn du selbst in gewissen Lebensbereichen ab und an mal abtauchst und niedrigere Schwingungen erkundest, im Sinne von Selbstzweifel, von Angst, von Not, von Schrecken, von Neid, Frust, Wut bis Zorn, egal was es ist. Dann ganz besonders rücken wir nahe an dich heran, halten das Feld der Liebe, denn du bist, egal in welchem Zustand und Umstand, immer liebenswert. Und je mehr du dich auf dich und somit eben auf dieses Feld, auf diese Frequenz der Liebe einlassen kannst, umso leichter wird es für dich sein, die Wellenbewegungen des Jahres 2025, die dich ab und an selbstverständlich ergreifen werden, wirklich mit Freude zu surfen, anstatt in tiefe Ängste und Nöte hinabzusteigen. Das werden andere tun. Selbstverständlich wird es jene unter euch geben, also ich meine damit die Menschheitsfamilie im Allgemeinen, die nicht unbedingt von einem hervorragenden Jahr sprechen würden, wenn sie dann Ende des Jahres zurückblicken. Es gibt auch diejenigen unter euch, die sagen, boah, das war eines der coolsten Jahre überhaupt. Ich bin mir selbst so nahe gekommen, habe so viel über mich gelernt und verstanden. Ich fand dieses Jahr schlicht fantastisch. Und es sind mir so viele gute Dinge passiert. Ich habe gelernt, das Funktionieren des Universums zu durchschauen, wie das mit mir mitspielt, das Spiel des Lebens. Faszinierend, sag ich dir. Ungefähr so wird es bei manchen von euch dann klingen. Und bei wieder anderen vielleicht nicht ganz so euphorisch, aber doch sehr glücklich und dankbar. Und dies, letzteres, wird ein ganz wichtiger Schlüssel sein, um in Momenten des Auf und Abs in den Frieden und in die Ruhe zu finden. Dankbarkeit. Ich weiß, das klingt immer so wahnsinnig unkonkret auf ganz wesentliche weltliche Fragen. Und deswegen wollen wir es in den folgenden Fragen immer wieder einweben auf eine Art und Weise, in welcher ich doch wahrlich davon ausgehe, dir zeigen zu können, dass eben Dankbarkeit sehr wohl, sehr konkret ist und nicht einfach nur ein spirituell abgehobenes, nettes Denken, sondern eine wirklich tiefe, profunde Haltung zum Leben, zu dem, was jetzt geschieht. Und es wird viel geschehen. Viel, viel Spannendes wird geschehen. So freue ich mich jetzt also mit dir, liebste Freundin und Schwester, einzutauchen in die Fragen, die wichtig sind. Bitteschön. Einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite an dich, Sascha, und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich würde gerne mit den Themen beginnen: Aufstieg, Transformation und Neuzeit. Und hier erreichte uns die Frage: Wie wird sich Lilith, die weibliche Urkraft, im kommenden Jahr zeigen? Und was können wir tun, um sie in uns zu befreien und in die Welt zu tragen, als Mann und Frau oder Heiler und Heilerin der neuen Zeit? Vielen Dank. Nun, die Lilith-Energie, eins darf ich dazu ganz bestimmt sagen, müsst ihr nicht befreien. Das kann die ganz allein. Und sie ist in diesem Sinne auch ziemlich radikal. Sie wird da nicht lange fragen, sondern einfach, frei von Zögern, in dein Leben marschieren, es da und dort ein bisschen auf den Kopf stellen und wegweisend mit dir arbeiten. Also befreien müsst ihr da gar nichts. Das geschieht ganz von alleine. Was für euch wichtig ist, als Mann wie auch als Frau, ist das Bewusstsein, dass diese radikale Energie
Ein ganz klares Ja aus dem tiefsten Innersten, ein Bauch-Ja. Ein Ganzkörper-Ja. Deswegen so stark ist, weil es jetzt das absolut Richtige ist, auch wenn es logisch, rational vielleicht nicht so erscheint. Und da liegt der große Clou. Wirst du, geliebte Seele, ob Mann oder Frau in dieser Inkarnation bereit sein, deinem Bauchgefühl absolut klar bis radikal folgen? Oder wirst du immer wieder doch noch so ein bisschen mehr das radikale, rationale Leben wollen? Denn dann wird's eng. Damit will ich natürlich nicht sagen, dass logisches, konsequentes Denken, wie eben auch das Rationale, falsch wäre, ganz im Gegenteil. Es sollte aber eben genau da ansetzen, wo das Bauchgefühl aufhört, nämlich dann Lösungen finden, wenn es unlösbar scheint, wenn es unmöglich scheint und trotzdem ein ganzes Ja in dir aufkommt oder natürlich auch ein komplettes, klares Nein zu irgendetwas. Seid ehrlich mit euch selbst. Hört wirklich auf eure inneren Empfindungen. Sie sind sehr klar, sie sind sehr wegweisend und ja, sie sind manchmal unverhandelbar. Der einzige Punkt, der einzige Gegner, den es gibt für dieses unbeschreiblich lichtvolle, klare Ja oder Nein, das aus dir kommt, bist du. Du bist niemals Opfer von den äußeren Umständen, außer du bist tatsächlich in einer höchst schwierigen Lebenslage im Sinne von Gewalt, die widerfahren tut, noch heute, und viele von euren Schwestern und Brüdern und euren Kindern. Und genau diese Not und dieses klare Ja oder Nein zu den Dingen ist jetzt angesagt. Und das bricht sozusagen aus euch heraus. Und es ist nun eure Aufgabe, einen Weg zu finden, damit liebevoll in die Gesellschaft zu gehen. Also begleitet euch selbst mit dieser absoluten klaren Ja oder Nein Energie in die Tat, in das Tun hinein. Und lernt zu verstehen, dass sich der Weg dem Gehenden unter die Füße schiebt. Das heißt, dein Verstand muss heute nicht alle 10 Schritte kennen, um an dieses mögliche Ziel zu kommen, sondern ein einziger. Derjenige, der jetzt getan werden kann, ist der absolut wichtigste und unumstößlichste in diesem Moment. Sei es etwas auszusprechen, sei es wegzugehen, darauf zuzugehen zum Beispiel, sei es zu schweigen, anstatt zu sprechen. Egal was es ist, seid ganz ehrlich und mutet euch in eurer ganzen Kraft euren Mitmenschen zu. Das ist jetzt auch ein Stichwort an alle Heiler und Heilerinnen. In euch steckt so viel Wissen und oftmals versucht ihr das in ganz liebevolle, umschreibende Worte zu packen, um vielleicht dem Gegenüber bloß nicht irgendwie auf den Schlips zu treten. Ist nett gemeint, trägt aber eine innere Haltung mit, die da ein bisschen jetzt überspitzt mal formuliert behauptet, ja, ich weiß nicht, ob ich dir dich selbst eigentlich zumuten kann oder ob du das jetzt verträgst, wenn ich dir das so ganz klar sage. Mutet euch einander zu und mutet einem Mitmenschen zu, dass er mit sich und seinen Themen wirklich einen Umgang findet.